Hallo und herzlich willkommen zum vierten Teil zum Bau der Pirateninsel. Ich habe angefangen, den Strandbereich mit den tennfarbenen Steinen hier zu bauen. Und die erste Frage, die ich mir gestellt habe, ist, Mensch, wie breit soll denn der Strand werden? Wie viele Noppen sollen der ungefähr in die Insel reinreichen? Und um da mal einen Anhaltspunkt zu haben, habe ich mir mein Häuschen genommen, was ich hier für meine Mittelalterwelt gerade baue. Das steht auf einer 16er Baseplate, ist insgesamt 14 mal 14 groß. Ähm, und ja, was soll ich sagen? Sieht irgendwie komisch aus auf der kleinen Insel. Insbesondere wenn man berücksichtigt, dass hier auf der rechten Seite ja noch der Felsen mit hinkommen soll, finde ich, dass es irgendwie von den Proportionen her mal so gar nicht passt. Einfach viel zu groß für die kleine Insel. Ich hatte ja auch den Plan, auf die Insel noch so einen kleinen Stützpunkt der Soldaten zu bauen, so quasi auf der gegenüberliegenden Seite von den Piraten. Aber auf der kleinen Insel geht das einfach von den Größenverhältnissen gar nicht. Ja, und die Frage ist nun, was machen? Ja, ich habe da auch schon eine Idee. Tja, was soll ich sagen? Ich bin einkaufen gewesen, habe neue Baseplates geholt und wie ihr seht, habe ich die erste davon auch schon eingebaut, hier auf der rechten Seite. Der Felsen bzw. die Basis vom Felsen hat jetzt quasi eine eigene Baseplate bekommen, was ganz cool ist. Das bedeutet, der Felsen kann auch noch mal ein bisschen wachsen, kann noch mal ein bisschen größer werden. Und das nächste, was halt passieren wird, ist, dass die Insel in der Breite wächst. Die Platten hier, die wandern ein Stück weit nach links, die eine wandert ein Stück weit nach unten und jetzt kann ich noch mal die anderen Baseplates einbauen, die ich gerade geholt habe. Und dann ist die Insel halt nicht mehr 2 mal 2, sondern 3 mal 3 groß. Das heißt, sie hat sich mehr als verdoppelt. Das ist ganz cool. Ist jetzt wieder ein bisschen Fleißarbeit, was ansteht, nämlich die Küstenlinie nochmal neu zu machen. Da sind jetzt 3 Abschnitte, die ich nochmal machen muss, aber das sollte kein Problem sein. Ich mache mich da mal ans Werk und dann sehen wir mal, wie es hinterher aussieht. Es hat jetzt doch wesentlich länger gedauert, als ich angenommen hatte, das Ganze fertig zu machen. Also, wie ihr seht, die Insel hat jetzt die neuen Baseplates erreicht, 3 mal 3, wie ich es vorhatte. Küstenlinie ringsrum in Dark 10 einmal fertig, mit Ausnahme hier an der Stelle, wo der Felsen hin soll. Die Stelle hatte ich jetzt wirklich noch mal ein bisschen vergrößert. Ich glaube, die ist noch mal 4 Plates größer geworden, also 4 Noppen. Und ansonsten kann es jetzt hier losgehen, den trockenen Strandbereich zu machen. Da war ich ja schon mal an der Stelle, allerdings war die Insel da ja noch 2 mal 2 Baseplates groß. Was jetzt hier unten noch auffällt, ist, dass mir aufgrund der längeren Küstenlinie so ein bisschen die blauen Plates ausgegangen sind. Die muss ich nochmal nachbestellen, ein paar Plates, ein paar Teils, dass man ein bisschen Struktur drin hat. Das sollte aber kein Problem sein. Und dann kann ich quasi hier vorne mit dem Strandbereich dann beginnen und da dann halt auch das Piratenversteck draufbauen in 14 mal 14 oder 16 mal 16, muss ich mal sehen. In der Mitte hier der Dschungel, die 3 improvisierten Palmen, da wird es natürlich noch wesentlich mehr Bepflanzung geben und dann im hinteren Bereich bekommen die Soldaten ihren kleinen Stützpunkt mit dem Steg, den hatte ich ja auch schon mal vorbereitet und dann kriegt man, glaube ich, schon mal einen guten Eindruck, wie die Insel dann letztendlich aussehen soll. Ja, die Verstecke auf der Insel sind die eine Geschichte, das andere sind natürlich die Menschen, die da leben. Und ich dachte mir, Mensch, ein paar gucken wir uns mal an. Ich habe hier zum einen den Piraten mit dem roten Käppi, das ist der Originale noch aus dem Set 6235. Sein Kumpi, den habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen in einem meiner Videos, der war damals schon auf meinem Mock dabei, wo ich das originale Set erweitert hatte. Neu ist jetzt hier die Lady auf der rechten Seite mit dem grimmigen Blick. Ja, da könnte ich mir auch vorstellen, dass das gut und gerne die Chefin der Piraten sein könnte. So ein bisschen gefällt mir der Gedanke. Und er hier, auch mit dem grimmigen Blick, der darf natürlich nicht fehlen. Der Hai, der die Insel umkreist und sie beschützt, beziehungsweise man kann es auch so deuten, dass er die Bewohner davon abhält, die Insel zu verlassen. Ähm, Finde ich ganz cool. So, jetzt habe ich aber genug geschnackt für heute. Jetzt mache ich mich mal wieder ans Werk und baue. Und zwar weiter geht es jetzt als nächstes mit dem Strand. Und ich würde sagen, den zeige ich euch dann im nächsten Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei euren Projekten. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da und abonniert meinen Kanal. Ich sage Tschüss für heute, macht's gut.